7 ist eine bekannte Stelle, wo Leute international Aufruf zu ihrer Erweckung. Ich lese 2. Chronik Kapitel 7, Vers 12 bis 14. Und der Herr erschien oder lasse eine Pestilenz unter mein Volk kommen, dass sie mein Volk demütigen, okay, das nach meinem Namen genannt ist, und sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihr Sünde vergeben und ihr Land heilen. Lass uns beten. Vater, wir sind dankbar jetzt heute für die schöne Musik, die Lieder, die du uns ins Herzen gegeben hast. Und Vater, auch für das Wort, das wir predigen dürfen. Du hast uns so reichlich gesegnet. Und wir möchten, Vater, heute predigen mit Kraft Gottes. Und wir bitten, dass du es mir gibst. Und Vater, wir wissen schon, dass ohne deinen Geist ist es ein Todespredigt. So wir bitten für deinen Segen hier drauf. In Jesu Namen. Amen. Ja, das ist eine Erweckungsvers, das meistens aus dem Zusammenhang gerissen wird. Wir werden das später besprechen. Aber eine Erweckung, die wir brauchen, ist meistens nicht, was wir wollen. Das heißt, was wir brauchen für Erweckung, meistens vermeiden wir. Und wir werden das hier probieren zu sagen. Erstens, was ich anfangen möchte, eine Erweckung fängt nicht äußerlich an. Ehrliche Leute meinen, dass sie müssen ihre Sünden hier wegschaffen, und das ist nicht schlecht. Reformation ist immer hier, es ist besser bekehrt zu werden nüchtern als hier besoffen. Es ist besser bekehrt zu werden hier ohne Drogen als mit Drogen. Aber eine Erweckung fängt nicht äußerlich an. Das ist nicht eine Erweckung. Wir können hier ein Denkmal von Luther in jeder Ecke hier stellen. Und obwohl Martin Luther ein schöner Mann war und der Herr hat ihn wohl benutzt, er war nur ein Mensch. Und der Mensch ist nur so weit benutzt, wie der Herr ihn nutzen kann. Und Denkmal von Martin Luther bringt keine Erweckung. Denkmal ist normalerweise, was hier zeigt, was passiert worden ist. Ne, passiert ist. Ja, ich habe Henning zu danken. Passiert kommt nicht mit Worten. Es kommt mit ist. Aber größere Gemeinden, einige Leute meinen, wenn sie hier eine größere Gebäude hier kaufen oder etwas, ich habe auch mich gerade erwischt, ich nutze das Wort hier zu oft. Ich fange an jetzt hier mit da. Ist nicht nur hier, da auch. Aber einige Leute meinen, wenn sie eine größere Gemeinde hatten, dass es eine Erweckung ist. Ich sage euch, meistens, wenn sie hier große Gebäude haben, ist es ein Aquarium nur anzusehen. Man sieht, was man hat, wenn man ehrt Gebäude. Aber das ist keine Erweckung, wenn man größere Gemeinden hat. Einige Leute würden meinen, wenn sie aufhören, hier Adam und Stefan hier zu heiraten, und es wird nur heterosexuelle Ehe hier geben. Das wäre eine Erweckung. Na, das wäre klug. Es wäre hier, das wäre natürlich. Das wäre hier ein Überlebensmanöver. Weil wenn man hier Gleichgeschlecht hier probiert, fruchtbar zu sein, es wird nie klappen. Das ist genauso wie Bruder Pete gesagt hat gestern.
blau und rosa. Hold it. Wie hat das gesagt? Hat das mehrmals gesagt. Das war gut. Wie gut, so gut wie es gesagt hat. Purple and blue don't makes it new. Ja, ohne hier blau und rosa wird kein neuer kommen. Blau und rosa muss man haben, neue zu kriegen. Aber man konnte hier verbieten, hier andere Ehe zu sein, heterosexuell, nur heterosexuell Ehe zu haben. Alle die Gemeinden konnten ihr Tür zuschließen, aber das wäre, und es wird wahrscheinlich hier verursacht durch eine Erweckung, aber es ist keine Erweckung. Mehrere Menschenrechte, die Frauen, die haben es wohl gut, aber sie haben Jesu Christi zu danken, dass sie es so gut haben. Jesu Christi ist die Erweckungsprediger für die Frauen. Und der hat die Frauen hier gestellt in eine honorable. Wer kann mir helfen? Honorable. Wie? Ehrfurchtliche. Ehrenwürdige hier Zustand. Ich meine, eine Frau, ein Mann zu dienen, ist ehrenwert. Das ist hier, der Mann hat hier eine Hilfe bekommen von dem Herrn. Und der Herr Jesu Christi gibt uns hier zu wissen, wenn wir der König sind, sind die Königin. Und das ist, wie es ist. Aber wenn man hier mehrere Menschenrechte, besonders für die Frauen, kriegt, es ist keine Erweckung. Manchmal hindert es Erweckung, weil die Kinder müssen erzogen werden und wenn die Frauen zu viel Rechte haben, die Kinder haben keins. Die Kinder haben keine Mutter zu erziehen, die haben keinen Vater, der hier sich kümmert, weil der ist zu beschäftigt mit hier der Wäsche, weil die Frau hat ihre Rechte. Und ich sage euch, wir sind nicht gleich. Meine Frau kann in 15 Minuten machen in der Küche, was es mir eine Ewigkeit dauern wird. Erstens, weil ich kann nicht ankommen hier von meinem Büro. Aber die kann schneller bringen und es macht keinen Sinn zu nennen hier Erweckung, wenn mehrere Menschenrechte nur einfach gegeben worden sind. Dann es gibt hier Leute, sie sehen schon, dass weniger Drogen verzehren. Dass die Drogenkartell hier abgeschlossen werden, die werden alle im Knast sitzen. Weißt du, das wäre auch keine Erweckung. Der Mensch sucht, was er möchte, und wird es finden. Und wenn die aufhören, Drogen zu nehmen, sie finden etwas anderes zu ersetzen. Dann es gibt hier, was gegen Texaner hier spricht, ganz schön stark. Strengeren Waffengesetze. Na, ehrliche Leute, sie meinen, wir brauchen nur hier strengere Waffengesetze, dann haben wir Erweckung. Das ist keine Erweckung, wenn man hier nicht sich verteidigen kann. Das hindert Erweckung. Aber bessere Bekleidungen. Da gab hier eine Frau, die hat sich bekleidet wie hier eine Nunne. Sie meinte, dass es gibt keine Erweckung bei uns, weil unsere Frauen sich nicht richtig bekleidet haben. Wenn es eine Erweckung gibt, dann fangen sie an, sich richtig zu bekleiden. Aber ich sage nichts, dass hier die Kleidung nicht sagt. Aber was ich sage, ist, bessere Bekleidungen ist keine Erweckung. Ich kenne Leute, die haben sich bedeckt vom Kopf bis zum Boden ihrer Füße. Man kann nicht sehen anders als ihre Augen. Und trotzdem sind sie verloren und gehen in die Hölle. Da ist kein Licht, es ist Finsternis. Dann natürlich, es gibt hier der größte Versuch aller Zeiten, der Internet. Und ich glaube, der Internet ist hier schuldig für viele Abfall. Es ist schuldig für viele Sünden. Der Internet kann man hier wirklich seine Vorstellungen hier realisieren. Man kann das Rennbahn hier ganz schön schnell durchfahren ohne Gefahr.
Und man lernt hier viele Sachen. Das ist ein Spiel. Und wenn man meint, dass Trennung von der Internet hier, das wäre hier Erweckung sein, das wird trotzdem keine Erweckung sein. Und dann, was ich letzt beobachtet habe, weißt du, vor 2 Jahren, 2 ganze Jahren, mehr als 2 Jahren, die Kneipen waren zugeschlossen. Die Kneipen, das haben sie in der Prohibition. In der Zeit, wenn Alkohol verboten worden ist. Der Alkoholverbot. Es gab Erweckungen, die hier die Alkohol verboten hat. Aber wir haben in den letzten 2 Jahren hier die Schließung der Kneipen während der Covid-Zeit. Wenn man überlegt, habt ihr einen moralischen Unterschied gesehen? Menschen ersetzen ihre Sünden mit anderen Sünden. Nur weil die Kneipen sich zugemacht haben, heißt keine Erweckung. Und was der Anfang dieser Predigt feststellen soll, in Jakobus Kapitel 4. In Jakobus, man lernt viel von hier Erweckung. Wenn man hier sucht, hier was passieren kann, wenn hier Gott sich bewegt. Die Bibel ist eine gute Stelle anzufangen. Und es gibt etliche Stellen in Jakobus, das Buch Jakobus spricht von Erweckung. Und in Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Ich habe das vielleicht übertrieben gestern. Nee, man kann das nicht übertreiben. Naht euch zu Gott. Weißt du, das ist der Anfang einer Erweckung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Na, je näher dass man zu Gott kommt, desto weniger Spaß es wird geben. Ich vergesse nie meinen Vater, der hat hier eine Sessel gehabt. Und ich saß dort, es war ein junger Kind, und ich saß dort und spielt mit einer Kerze in seiner Sessel. Und diese Kerze ist irgendwann hier umgekippt. Und er gab hier schöne Wachs über meine hier. Ich habe ihn poliert. Ich vergesse nie die Stunden gezählt, wenn er nach Hause kommt. Ich habe meiner Mutter die Gurte gegeben, sagen, bitte schlag mich schnell. Ich habe sie gebetet, hier mich zu schlagen. Erweckung fängt nicht mit hier Spaß an. Einige Leute wünschen eine Erweckung, weil sie meinen, es Spaß ist. Sie meinen, das ist ein gutes Gefühl. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man sieht schon, wie er ist. Und Sünde wird offenbart, vor einer Erweckung überhaupt erscheint. Sünde wird aufgedeckt, bloßgestellt. Und das ist kein Spaß. Das ist demütig. Er sagte, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet euer Herzen keusch, ihr Wankelmütigen. Seid elend und traget Leid und weinet. Euer Lachen verkehrt sich in Weinen und euer Freude in Traurigkeit. Dann er sagt, demütiget euch vor Gott. So wird er euch erhören. In 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10, er sagt, denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit einer Reue, die niemand gereut. Das ist ihre Erweckung. Wenn man merkt schon, dass er gegen den allmächtigen Gott gesündigt hat, trotz seiner Liebe zu uns, trotz seiner Güte zu uns, trotz alles, was er uns gegeben hat, gesegnet hat, trotz der schönen Lieder, trotz der schönen Musik, trotz hier der Familien, das er uns gegeben hat, trotz der hier Gemeindefamilie, der Blutstammfamilie,
Alles, was der Herr uns geschenkt und trotzdem gegen ihn gesündigt. Man schätzt das und sieht schon, der hat es falsch getan. Es bringt eine Reue. Es bringt eine Reue, die niemand gereut. Ich habe niemals gereut, dass ich mich bekehrt habe. Da gab ein paar Mal, dass ich gereut, was ich vor der Bekehrung getan habe, aber niemals gereut, dass ich Jesu Christi in Anspruch genommen habe. Na, da gibt es eine Traurigkeit der Welt. Die Bibel behauptet, die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Das ist, wenn man hier erwischt wird und ist traurig, weil er erwischt wurde. Weißt du, was der Mensch ist? Er will so weit gehen mit seinen Sünden, solange dass es nicht offenbart wird. Und das ist genau, was hindert Erweckung. Was wir brauchen, ist hier die Sünde aufgeblasen zu sein. Das ist seine Blüte hier schon lässt blühen. Dann sieht man, was es ist und dann merkt man, dass alles sehen ist und es offenbart. Und es ist hier eine Reue, der nie gereut wird. Eine Erweckung fängt von innen an. Schauen wir jetzt Epheser Kapitel 4, Vers 23. Ich automatisch mache meine Bibel auf und es sagt hier, Epheser Kapitel 5, Vers 22, und ich sagte, das ist besser doch. Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Das ist ein guter Vers. Aber ich sagte, Vers Kapitel 4, so wir gehen zu Kapitel 4, Vers 23, erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Eine Erweckung fängt von innen an. Ein neuer Mensch wird innerlich angezogen, dann kommt Licht. Und weißt du was? Unser Licht soll die Verlorenen schämen. Wenn ein Verlorener sieht unser Licht, und die sollen es sehen, wir brauchen nicht hier gehen, ich habe ein Licht, ich habe ein Licht, ich habe ein Licht. Nee, man braucht hier einfach hier offenbaren, den Herrn Jesu Christi wirken in sich. Die Früchte sind ein Licht. Und es spricht gegen Finsternis. Und weißt du, wenn das Licht hier spricht Finsternis an, die Finsternis flieht. Es schämt die Leute, die wandeln in Finsternis. Die Verlorenen sollen sich schämen, wenn unser Licht ankommt. Deswegen hasst die Welt das Licht. Warum? Weil sie lieben ihre Sünden. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Weil ihre Werke sind böse. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14 sagt, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepreiset. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder der in ein Fremdamt greifet. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er es nicht, sich nicht, er ehre aber Gott in solchem Fall. Eine Erweckung wird von Gott geschaffen. Er ist der Schöpfer. Es stammt nicht aus menschlichen Mitteln, wie aufzustehen gegen Kneipen und marschieren oder hier durch Politik, wo man hier sagt, hier, mach Amerika besser. Well, ist Amerika besser? Wir haben 4 Jahre Trump und jetzt hier was eine Ewigkeit mit Biden. Amerika ist nicht besser, vor oder nach. Und einige Leute, sie verstehen das nicht. Aber Erweckung kommt nicht durch Politik.
Es kommt durch eine geistliche Änderung, getrieben von dem Geist Gottes, durch ein neuer Wandel offenbart. Und was das ist, das fordert Macht von Gott. Hey, weißt du, Sünde hat so einen Griff an einen Mensch. Wenn man schätzt, was Sünde an uns getan hat, wie es uns im Griff hält und wie es fesselt uns. Gefesselt sind wir. Ich arbeitete über eine Straßenmission und da war hier eine, ich weiß nicht, Pappe, es war aus Pappe gemacht, es war eine Flasche und in dieser Flasche war ein Mensch. Normalerweise ist es ein Genie, aber es war kein Genie, es war ein Mensch. Und der Mensch war in dieser Flasche gekesselt. Ich sage euch, Sünden sind nicht von Menschen hier zu entlassen werden. Wir müssen die Macht Gottes haben. Wir müssen die Macht haben, von neu geboren zu werden. Und dann wird nicht der Mensch hier verherrlicht, sondern Gott verherrlicht. Aber in unserem Text, in 2. Chronik, Kapitel 7, Zweite Chronik, Kapitel 7. Wir sehen hier den Zusammenhang, diesen Text. Na, bevor ich weiter lese, ich sage euch, man muss unterscheiden zwischen Himmelreich und Gottesreich. Himmelreich ist meistens hier für den Juden. Gott versprochen hat, dass sie hier ein Land auf Erde haben wird. Weißt du, Christen, den USA gehört nicht den Christen. Es gehört den Teufel und es ist immer gewesen. Man kann glauben, was man will. Schweiz war gestern Geburtstag. Es hat niemals hier den Christen gehört. Es hat hier den Teufel zugehört. Gott gibt hier aber Israel eine Verheißung. Und es ist Land auf Erde. Der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir erwählt zum Opferhause. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe. Die Stätte ist nicht Houston, leider. Die Stätte ist nicht hier Zürich oder Genf. Die Stätte ist hier Jerusalem. Und siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet oder heiße, die Heuschrecken das Land fressen, oder lasse eine Pestilenz unter mein Volk kommen, dass sie mein Volk demütigen, das nach meinem Namen genannt ist, und sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihr Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist für Israel gemeint. Tatsächlich zu den Juden bei den Tempelweihungen Gottes Bund mit Israel. Israel ist zu diesem Zeitpunkt Gottes Volk genannt und sie werden immer zurückgekehrt und eines Tages werden sie realisieren, dass sie Gottes Volk sind. Der Jerusalem-Tempel ist zum Opferhaus erwählt. Nun, im Gegensatz, der Christentum, wir sind wiedergeboren. Das heißt, nicht vom Fleisch, sondern vom Geist wiedergeboren. Nicht durch die Taufe. Leute lesen hier schon, geboren vom Wasser und Geist und sie meinen, oh, das ist die Taufe. Die lutheranische Kirche hat mal hier gesagt, die Wiedergeburt ist hier, wenn man getauft wird. Ich habe etliche Baptisten sogar hören gesehen, aber sie sind kein Baptisten in dem Sinn. Aber die haben gesagt, die Wiedergeburt ist die Taufe. Wegen nur einer Stelle, wo es sagt Wasser. Aber das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. In Römer Kapitel 14, Vers 17 und 18, man liest schon hier, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken,
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. So, das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Lukas Kapitel 17, Vers 20. Da aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird nicht sagen, siehe hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist in uns. Das ist ein geistliches Reich. Das ist nicht materiell. Und so, wenn man hier möchte patriotisch sein, muss man merken schon, wir sind Pilger. Unsere Heimat ist in einer anderen Welt. Ich sage nicht, dass Christen sollen nicht hier zur Armeepflicht gehen. Ich sehe das nicht. Ich sage das nicht. Aber was ich sage, ist, wenn man hier verteidigen möchte, wir leben hier bei Glauben, nicht bei Schauen. Und unser Leben ist hier Reich Gottes, nicht hier das Himmelreich. Na, das Prinzip ist nicht, das Prinzip von Erweckung von uns ist nicht die Lehre von 2. Chronik Kapitel 7, Vers 14. Das Prinzip ist klar, wenn ein Volk sich demütigen, wie Nineveh hat sich demütigt gegen, das war hier eine Erweckung. Aber das Land Nineveh ist nicht errettet, sondern die Völker, die hier sich bekehrt haben. Und wenn man hier betrachtet, hier, das Prinzip ist hier, ja, wenn ein Mensch sich demütig vor Gott stellt, der Herr ist gnädig und barmherzig zu diesem Zeitpunkt zu retten. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, es sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Das spricht zu uns, die Christen, das königliche Priestertum. Das heißt nicht ein Priestertum wie der römische katholische Kirche Priestertum, wo sie kleiden sich wie Papa, kleiden sich wie Mama, nennen sich Papa und haben keine Kinder. Es ist ein blöder Witz. Aber ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr Weiland nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und Weiland nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Gott hat uns vor der Welt dargestellt als sein Volk. Aber nicht nur in der Schweiz, nicht nur in den USA, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Israel, sondern überall in der Welt hier als Pilgerreise. Wir sind verantwortlich und hier ist unsere Verantwortlichkeit. Die finstere Welt Gottes Werken zu verkündigen. Diese Welt ist finster. Und unsere Aufgabe ist, Licht in die Finsternis zu bringen. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass euch erhört zu seiner Zeit. In Sprüche Kapitel 15, Vers 33, die Frucht des Herrn ist Zug zur Weisheit und ehe man zu Ehren kommt, muss man zuvor leiden. So, was wir lernen schon, und jetzt werde ich hier den Zusammenhang, Zusammenfassung geben, ist die Erweckung, dass Menschen haben möchten, ist nicht, was sie brauchen. Menschen möchten eine Erweckung, das gibt sie ein angenehmer Leben. Etliche Leute, wenn du fragst, warum hast du dich bekehrt? Damit nicht mein Leben besser gehen würde. Und das ist falsch. Frag mal etliche Leute, ob ihr Leben besser gegangen ist, nach sie in der Löwenhöhle hier geschmissen worden sind. Der Grund, dass man sich bekehrt, ist, weil er gesündigt hat. Und das ist hier Demut im Gegensatz zu Hochmut. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart, den Hochmut und böse Weg und bin Feind dem verkehrten Mund. Nun, was die Welt nicht haben möchte, ist eine Erweckung,
ohne ihre Sünde. Die meisten Leute möchten hier eine schöne Erfahrung mit der Verklärung Jesu Christi, wo Gott offenbart sich im Geist. Seine Anwesenheit ist zu spüren. Dieses helle Licht, das kommt und scheint in den Herzen des Menschen, wo er glänzt und sein Kleid wird weiß. Dieser Scheinen der Klarheit, diese Wolke, das möchten die Leute haben mit ihren Sünden. Und der Herr fordert uns, das Sünde bei seinem Namen zu nennen. Das heißt, wir dürfen nicht schleppen hier unser Herzenwollust hier mit drin zu dem Herrn Jesu Christi. Na, das ist nicht arbeiten, bekehrt zu werden. Das ist, was der Unterschied ist zwischen einer Erweckung, die wir haben möchten, und die Erweckung, die wir haben müssen. Die Erweckung, wir haben müssen, ist eine Erweckung, das heiligt uns, trennt uns von der Sünde, gibt uns die Freiheit, setzt uns frei. Wenn man kenne die Wahrheit, der Erkenntnis die Wahrheit macht frei. Hochmut hindert die Erweckung, weil es meint, kein Bedarf. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 23, Vers 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit, Zucht und Verstand. Nun, man muss unterscheiden können zwischen Selbsterhöhen und Gottes Autorität. Gott gibt uns hier seinen Sohn. Das ist Autorität. Wer an den Namen des Sohnes, wer an den Namen Gottes hier glaubt, der wird selig. Das ist Autorität. Das ist ein Befehl. Der glaubt an meinen Sohn, er wird heilig. Selbsterhöhen ist, ich nehme Jesu Christi, damit ich hier besseren Zustand habe. Im Kurz gesagt, die Erweckung, das wir haben möchten, ist nicht, was uns ein gutes Gefühl geben wird am Anfang, aber am Ende es bringt uns in die Ewigkeit zu Himmel. So aber sich jemand unter euch lässt dunkeln, er diene Gott und hält seine Zunge nicht in Zaum, sondern verführt sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. Das ist in Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Na, was ich sagen zu Schluss machen möchte, ist hier Folgendes. Wir brauchen Gott. Und Gott wird offenbaren, was wir brauchen, ihn zu haben. Erstens, der eine Mittler zwischen uns ist der Herrn Jesu Christi. Es sei, dass ein Mensch wiedergeboren wird, er kann das Leben nicht sehen. Man braucht Jesu Christi zuerst. Und das ist das A und O, das Anfang und Ende unseres Glaubens. Und ohne Jesu Christi, es fängt keine Erweckung an. Egal wie man probiert, die Zeichen zu geben, dann kommt die Heiligung. Die Heiligung ist nicht ein geliebter Lehrer, aber es ist eine Heiligung, wo Jesu Christi reinigt uns von unserer Sünde und wir pflegen die Heiligung. Wir pflegen in dem Sinn, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, ist ein Lügner. Aber wenn man kommt vor dem Herrn und sagt seine Sünden, gibt die vor und sagt mal, Herr, das ist, er fordert uns nicht, unsere Sünden wegzuwaschen. Wir können das nicht. Verstehen wir bitte nicht falsch. Wir haben nicht die Kraft, die Macht, selbst zu befreien. Wir sind gekesselt, wir haben keine Schlüssel.
Aber Jesus Christi kommt. Kann uns befreien. Und was wir brauchen, ist hier die Erkenntnis, dass ist der einer, der das tun kann. Und dann, wenn es getan hat, wir pflegen und sagen, Herr, ich vergesse nie, wie es damals war. Bitte, nimm diese Sünde weg. Der Herr will, dass wir eine offene Herzen zu ihm haben, damit in uns tun kann, was nur tun kann. Und die Sünde ist so betrügerisch. Weißt du, der Teufel hat der Frau ein besseres Leben angeboten. Was könnte besser sein? Frau im Garten mit ihrem Ehemann, ihren Kindern, und es ist keine Sünde. Aber die Sünde hat sich angeboten und sie überzeugt. Es konnte besser sein. Und das, wo man aufpassen muss. Weil wenn man meint, dass die Sünde besser machen kann, wird man die Name der Sünde schön machen. Man mag die Sünde schön heißen. Das ist nicht mehr eine Sünde, das ist hier eine Anker, der ein Mensch hier, wenn in verlorener Zustand ist, hindert seine Bekehrung zu Jesu Christi. Und wenn in ein geretteter Zustand ist, hindert sein Dienst zu dem Herrn Jesu Christi. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und man muss merken schon, was Gott fordert von uns, ist hier einfach die Sünde, die wir in unserem Leben haben, beim Namen zu nennen und gib ihm die Freiheit aufzuräumen. Weil ist der Einzige, der es tun kann. Vater, wir sind dankbar jetzt für deine Liebe, deine Barmherzigkeit und wir bitten, dass die Verständnis alle hier aufgetan wird und dass das Licht hier scheinen wird in Finsternis. Und Herr, hilf uns zu spüren, den Geist Gottes und wie uns anspricht. Und Vater, dass wir nicht verleugnen die Wahrheit, sondern hier gehen zu die Wahrheit und bitten, dass deine Weg in uns getan wird. Hilf uns, dich frei zu wirken lassen in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Bruder Druck. Sehr wichtiges Thema, sehr wichtig ist auch, um das zu besprechen am Anfang zu einer Versammlung. Erweckung führt zu Demut, zu Heiligung, zu Liebe an die Verlorenen, an ein Brechen, ein Verlangen um zu brechen mit Sünde, mit heimlicher Sünde, das beim Herrn an die Öffentlichkeit zu bringen und dass er die Kette der Sünde durch sein Blut bei einem Christ brechen kann. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässet, der wird Barmherzigkeit erlangen. Bekennen ist nicht zu einem anderen oder zu einem Priester, doch zu lebendigen Gott. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Aber auch lassen. Man muss nicht zurückgehen, als Sklave wieder werden von dieser Sünde. Wenn der Herr dich angesprochen hat und du verweigerst damit zu brechen oder erstens das als Sünde zu bekennen, das zeigt oft Halsstarrigkeit, Hochmut, Selbstgerechtigkeit und eigentlich eine größere Liebe zur Sünde und sich selber als zum Herrn oder Gerechtigkeit. Und dann kann Gott seinen Segen nicht geben und kann er nicht nahe zu dir kommen. Er kann nur nahe zu dir kommen, wenn du ihm erlaubst, und das heißt, dass du auch die Sünde bekennst.
Wenn du hier sitzt als Christ und du hast noch Probleme mit einer bestimmten Sünde, sehr wichtig, dass du lernst, das als Sünde so zu bezeichnen und den Herrn Jesus im Gebet als Sünde zu sagen. Ich habe viele gehabt, die haben mir gesagt, ich habe Jahre mit etwas Äußerliches, was auch nicht so viel weniger wichtig ist, aber das Äußerliche, zum Beispiel Rauch oder Alkohol trinken. Und ich habe nur Sieg bekommen, wenn ich anerkannt habe, dass es eine Sünde ist und die Sünde zu Gott persönlich bekannt habe. Dann hat Gott mich geholfen, damit zu brechen und das zu lassen. Aber es gibt auch Sachen, die innerlich viel schlimmer sind, Selbstgerechtigkeit, Stolz, Hochmut und so weiter. Das kann